Mein Name ist Nelson Jamal, ich bin freischaffender Künstler. Ich arbeite vor allem im Bereich Wandmalerei und habe jetzt hier dieses Fassadenbild umgesetzt. Die Fassade ist 17,50 Meter ungefähr hoch. Das Bild selbst ist 180 Quadratmeter. Also ja, 5 Stockwerke, ein Wohnhaus ist das hier. Also wir haben jetzt tatsächlich hier über 1000 Dosen. Dazu sind noch mal über 200 Liter Fassadenfarbe gekommen. Wir haben insgesamt, denke ich, so über 100 verschiedene Farbtöne hier an der Wand. Das ist auf jeden Fall das Material, wir jetzt hier erstmal für diese Fassade gebraucht haben. Die Fassade wurde tatsächlich komplett neu gemacht, weil das Gebäude saniert wurde. Dann haben wir ein Raster aufgebracht auf die Wand. Das heißt, es sind kleine Vierecke, Meter mal Meter. Und dann haben wir den Entwurf auf A3 im selben Maßstab mit einem Raster versehen. Und dann haben wir praktisch jedes Viereck Stück für Stück vorgezeichnet. Dann haben die Kollegen die Fassadenfarbe genommen und die Flächen alle ausgefüllt. Und der dritte Schritt war die Schattierung und die Feinarbeiten. Also im Grunde genommen in 3 Etappen. Vorzeichnen, ausfüllen, Schattierung und Feinheiten. Die Fassade und das komplette Konzept der Arbeit ist ein Entwurf von mir selbst. Eine ganz freie Arbeit. Es ist keine Auftragsarbeit, wie man es im herkömmlichen Sinne kennt, wie es auch viel in Berlin mittlerweile umgesetzt wird. Punkt, der mir in meiner Arbeit allgemein wichtig ist: keine Kunsthandwerk zu schaffen, was eher einen dekorativen Anspruch hat, sondern tatsächlich auch Themen zu kommunizieren, mitzuteilen. Themen, die vielleicht auch unbequem sind, ja, die manche Leute ablehnen, aber von denen ich denke, dass sie wichtig sind, dass sie angesprochen werden, in den öffentlichen Raum gebracht werden, geteilt werden. Ja. Es geht generell um Perspektiven, die ja, Kinder auch jetzt schon erleben in ihrem Lebensalltag. Wir haben Drogenproblematik, wie jetzt auch hier im Wohnkiez, hier im Wedding. Wir haben Obdachlosigkeit, was auch eine große Rolle spielt hier. Wenn man um den Leopoldplatz herumläuft, sieht man viele Obdachlose. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren in der Schule mit Kindern und Jugendlichen und sehe natürlich da auch, was die heranwachsende Generation so erlebt. Die Facetten, die stattfinden von Kindern, die wirklich in guten Elternhäusern aufwachsen, bis hin zu Problemelternhäusern, bis hin zu Kindern aus Flüchtlingsländern, ja, die halt auch Gewalt erlebt haben, deshalb halt auch Kinder mit Waffen, weil das ist die Realität. Genau, aber wir haben auch positive Beispiele: Kreativität, Sport, Wissensgeist, ja, und einfach Kind auch sein und Leichtigkeit erleben, spielen. Ja, genau. Die Thematik des Bildes ist im Grunde genommen die Perspektive, ja, nächste Generation und den Teil unserer Zukunft